Luft. Wir atmen sie jeden Tag ein, meist ohne groß darüber nachzudenken, oder? Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass die Luft an einigen unserer intensivsten Arbeitsplätze eine unsichtbare, aber massive Gefahr birgt? Genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Klingt erstmal nach nicht viel, oder? Eine Profiküche, eine Fabrik. Aber die Antwort könnte Sie überraschen. Beide teilen sich eine unsichtbare Bedrohung, die wirklich alles beeinflusst. Die Sicherheit, die Effizienz und ja, am Ende auch den Profit. Wir alle kennen ja diese Bilder von Smog über Großstädten. Das sieht schlimm aus, keine Frage. Aber stellen Sie sich mal vor, in vielen Industrieanlagen ist die Luft um ein Vielfaches, wirklich exponentiell schlechter. Und mit exponentiell meine ich das hier, 500 Mal. Ja, richtig gehört, Messungen direkt da, wo es passiert, an der Quelle von Industrieprozessen, zeigen eine Luftverschmutzung, die bis zu 500 Mal höher ist als in einer richtig dreckigen Metropole. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es zu diesen extremen Werten? Um das zu verstehen, müssen wir unsere Perspektive komplett ändern. Wir müssen uns die Realität dieser Hochenergieumgebungen ansehen. Wissen Sie, der größte Fehler, den wir machen können, ist, eine Industrieküche oder eine Werkstatt mit einem normalen Büro zu vergleichen. Das ist, als würde man ein Fahrrad mit einem Formel-1-Wagen vergleichen. Das eine ist eine ruhige, vorhersehbare Umgebung, das andere, nun ja, eine hochdichte Produktionsanlage. Denn in diesen Anlagen, da geht's richtig zur Sache. Wir reden von intensiver Hitze, massiven Schwaden von Dampf und Dunst, von Fetten und Ölen, die als feinste Tröpfchen durch die Luft schweben und von Schmierstoffen, die unter Hochdruck versprüht werden. All das wird nonstop in die Luft gepumpt. Und das ist der springende Punkt. Das sind eben nicht einfach nur Arbeitsplätze, das sind hochdichte Produktionsanlagen, die an den absoluten Grenzen der Physik operieren. Und genau deshalb brauchen wir auch ein Verständnis auf Industrieniveau, um das Problem zu lösen. So, jetzt haben wir das Problem. Was ist die typische Lösung? Klar, eine fette Absauganlage. Aber, und das ist ein großes Aber, hier liegt eines der größten Missverständnisse überhaupt. Die Frage ist doch, wie weit reicht so eine Absaugung denn wirklich? Man stellt sich das ja oft vor wie einen Superstaubsauger, der die Luft im ganzen Raum reinigt. Die Realität ist allerdings ziemlich ernüchternd. Schauen Sie sich das mal an. Die Physik dahinter ist knallhart und ziemlich eindeutig. Direkt an der Öffnung haben wir 100% Leistung. Logisch. Aber jetzt kommt's. Schon in einem Abstand, der nur dem Durchmesser der Öffnung entspricht, bricht die Saugleistung auf mickrige 10% ein. 10%, das ist fast nichts. Es gibt da ein super Beispiel. Das ist, als würden Sie versuchen, die Flamme von einem Feuerzeug aus 40 Zentimetern Entfernung auszusaugen. Keine Chance, das ist unmöglich. Und genau das ist der Punkt. Um Schadstoffe wirklich zu erwischen, müssen sie verdammt nah ran an die Quelle. Okay, gehen wir mal davon aus, Sie haben das mit der Nähe zur Quelle verstanden. Super, aber damit ist der Job noch nicht getan. Jetzt kommt nämlich oft der nächste große Fehler ins Spiel. Was machen wir mit dem Dreck, den wir gerade eingesaugt haben? Man hört ja oft das Zauberwort HEPA-Filter. Klingt nach Hightech, nach absoluter Reinheit. Aber ist so ein hocheffizienter Filter wirklich immer die beste Antwort? Ich sag's mal so, das falsche Werkzeug für den Job zu nehmen, ist nicht nur ineffektiv, es kann brandgefährlich werden. Verstehen Sie mich nicht falsch. HEPA-Filter sind genial, aber für ihren speziellen Zweck. Sie sind dafür gemacht, winzig kleine, trockene Partikel zu fangen. Denken Sie an Bakterien, Viren oder sogar radioaktiven Staub. Aber für die dicken, flüssigen Öl- und Fetttröpfchen in der Industrie, dafür sind sie einfach nicht gebaut. Die verstopfen und überlasten so einen Filter in kürzester Zeit. Und hier müssen wir einen ganz wichtigen Unterschied machen. Auf der einen Seite haben wir das klassische Filtern, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als den Schmutz zu speichern. Auf der anderen Seite gibt es das Abscheiden, das den Schmutz aktiv entfernt. Das eine ist, als würde man den Müll unter den Teppich kehren, das andere, als würde man ihn rausbringen. Und dieser gespeicherte Müll im Filter, das ist eine tickende Zeitbombe. Wir reden hier von einer massiven Brandgefahr. Da können sich bis zu 100 Kilo brennbares Öl ansammeln. Dazu kommen die ständigen Kosten für Austausch und Entsorgung, das Risiko von ekligem Bakterienwachstum in dem feuchten Zeug und natürlich, das System verstopft und verliert schnell an Leistung. Also, wenn rohe Gewalt bei der Absaugung und simple Filter nicht die Lösung sind, was dann? Die Antwort ist, wir müssen schlauer sein. Wir brauchen einen systematischen Ansatz, bei dem die Physik an erster Stelle steht, nicht die Hardware. Und so ein professioneller Ansatz sieht dann so aus.
Man fängt nicht an, irgendein Gerät zu kaufen. Nein. Man beginnt mit einer Systemskizze, man schaut sich den Raum und die Geräte genau an. Dann wird der Luftbedarf exakt berechnet, basierend auf Physik, nicht auf Daumenregeln. Und erst dann entwirft man ein intelligentes Layout, das für eine optimale Erfassung sorgt. Nehmen wir mal die Steuerung des Luftstroms. Die alte Methode war, ziemlich plump. Man hat einfach geschätzt, vielleicht 70% Auslastung und die Anlage lief dann immer so, oft wurde Energie für Bereiche verschwendet, in denen gar nichts los war. Die smarte Methode heute? Man arbeitet mit Zonen und Sensoren, die Wärme oder Feuchtigkeit messen. Die Anlage lenkt die Power dann in Echtzeit genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Das ist nicht nur effizienter und energiesparender, sondern auch viel sicherer. Und was ist mit dem kniffligsten Zeug, den unsichtbaren Dämpfen? Auch da hilft die Physik. Ein smartes System geht hier in 3 Schritten vor. Erstens, kondensieren. Das unsichtbare Gas wird wieder zu flüssigen Tröpfchen gemacht. Zweitens, agglomerieren. Man bringt die kleinen Tröpfchen dazu, zusammenzustoßen und größere zu bilden. Und drittens, abscheiden. Diese großen, sichtbaren Tröpfchen können dann ganz einfach mechanisch aus der Luft entfernt werden. Clever, oder? Okay, bringen wir das alles mal auf den Punkt. Was sollten Sie aus all dem mitnehmen? Hier kommt die Zusammenfassung zur unsichtbaren Bedrohung. Also, merken wir uns, die Luft in Industrieanlagen ist eine ernste, aber oft unsichtbare Gefahr. Zweitens, Absaugung wirkt nur ganz nah an der Quelle. Drittens, Abfälle in Filtern zu speichern ist riskant und teuer. Viel besser ist es, sie zu trennen. Und der wichtigste Punkt, intelligentes Systemdesign schlägt immer rohe Hardware-Gewalt. Und das führt uns zur entscheidenden letzten Frage, die sich jeder stellen sollte. Basiert Ihr Sicherheitssystem wirklich auf den Gesetzen der Physik oder am Ende nur auf gutem Marketing?